Kann man wirklich Deutsch im Schlaf lernen? Die Wahrheit über Deutsch lernen beim Einschlafen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Flora von Einfach Deutsch und heute sprechen wir über eine Frage, die unglaublich viele Menschen interessiert. Kann man wirklich Deutsch lernen, während man schläft? Vielleicht hast du schon mal Videos gesehen mit Titeln wie Lerne Deutsch im Schlaf, Sprich fließend Deutsch über Nacht oder Deutsch lernen ohne Lernen. Und ehrlich gesagt, so einfach funktioniert unser Gehirn leider nicht. Du wachst nicht morgens auf und sprichst plötzlich perfekt Deutsch. Das wäre schön, aber Sprache funktioniert nicht wie ein Download auf einem Computer. Trotzdem steckt hinter dieser Idee ein kleiner, wahrer Kern. Denn auch wenn du im Tiefschlaf nicht plötzlich Grammatik lernst, kann dein Gehirn trotzdem von Sprache profitieren, die du regelmäßig hörst. Besonders dann, wenn du entspannt bist. Und genau darüber sprechen wir heute. Denn viele Menschen lernen Deutsch mit unglaublich viel Druck, mit Stress, mit Angst vor Fehlern, mit dem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Mein Deutsch reicht nicht, ich verstehe zu wenig. Und irgendwann wird Deutsch nicht mehr interessant, sondern einfach nur anstrengend. Viele Menschen arbeiten den ganzen Tag. Vielleicht arbeitest du im Krankenhaus, in der Pflege, im Restaurant, im Büro oder du kümmerst dich um deine Familie und deine Kinder. Und am Abend bist du einfach müde. Dann setzt du dich hin und denkst, eigentlich müsste ich noch Deutsch lernen, aber dein Kopf ist voll. Du hast keine Energie mehr für Grammatik, keine Energie mehr für Übungen, keine Energie mehr für komplizierte Tabellen. Und genau deshalb hören viele irgendwann auf. Nicht, weil sie dumm sind, nicht, weil Deutsch unmöglich wäre, sondern weil sie versuchen, Sprache nur mit Druck zu lernen. Und das funktioniert langfristig oft nicht gut. Denn unser Gehirn braucht Wiederholungen, Regelmäßigkeit, Kontakt mit der Sprache und das nicht nur einmal pro Woche für 2 Stunden, sondern kleine Kontakte im Alltag. Und genau hier können ruhige Hörformate helfen. Nicht als Wunderlösung, nicht als Magie, sondern als entspannte Ergänzung. Denn Sprache besteht nicht nur aus Regeln. Sprache besteht auch aus Klang, Rhythmus, Melodie, Wiederholung, typischen Satzmustern und je öfter wir eine Sprache hören, desto vertrauter fühlt sie sich irgendwann an. Das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Sprache. Es gibt Sätze, die sich richtig anhören. Und andere Sätze klingen sofort falsch. Oft kannst du gar nicht erklären, warum. Du fühlst es einfach. Und genau dieses Gefühl entwickelt sich auch beim Lernen einer Fremdsprache. Nicht nur durch Grammatik, sondern auch durch sehr viel Hören. Kinder machen das übrigens automatisch. Kinder lernen ihre Muttersprache nicht zuerst durch Regeln. Sie hören jeden Tag, immer wieder, monatelang, jahrelang. Sie hören dieselben Wörter, dieselben Satzmuster, dieselben Melodien. Natürlich lernen Erwachsene anders als Kinder. Und nein, du wirst nicht einfach wie ein Baby Deutsch lernen, nur weil du Podcasts hörst. Aber regelmäßiger Sprachkontakt hilft enorm, besonders beim Hörverstehen und besonders dabei, dass Sprache sich natürlicher anfühlt. Viele Menschen glauben, sie müssten jedes einzelne Wort verstehen. Aber das stimmt nicht. Das ist sogar oft ein großes Problem. Denn wenn du versuchst, jedes Wort sofort zu übersetzen, wird dein Gehirn unglaublich schnell müde. Viele Menschen hören Deutsch wie eine Prüfung, nicht wie Sprache. Und genau deshalb können entspannte Formate hilfreich sein. Wenn du beim Einschlafen Deutsch hörst, dann gibt es keinen Leistungsdruck.
Du musst nichts beweisen, du musst keinen Test schreiben, du musst keine perfekten Antworten geben, du darfst einfach zuhören. Und genau dadurch wird Deutsch plötzlich weniger stressig. Viele schreiben mir: Flora, ich kann deinen Podcast endlich hören, ohne Angst zu haben. Und das finde ich unglaublich wichtig, denn Angst blockiert Lernen. Wenn Menschen nervös sind, gestresst sind oder ständig denken, ich darf keine Fehler machen, dann sprechen sie oft weniger. Sie vermeiden Sprache. Sie hören auf zu üben oder sie verstehen plötzlich weniger, obwohl sie eigentlich genug können. Das passiert übrigens sehr vielen Menschen, besonders Erwachsenen. Kinder haben oft weniger Angst vor Fehlern. Ein Kind sagt einfach irgendwas, auch wenn es falsch ist. Erwachsene dagegen analysieren alles und dadurch entsteht oft Stress. Deshalb glaube ich, dass ruhige Hörformate eine gute Ergänzung sein können. Nicht als Ersatz für Lernen, aber als entspannter Kontakt mit der Sprache. Und genau deshalb habe ich meinen Podcast Einschlafen mit Deutsch gemacht. Dort hörst du langsames, ruhiges Deutsch für A2 bis B1 plus mit einfachen Geschichten, mit Alltagssituationen, mit entspannter Atmosphäre, ohne Druck, ohne komplizierte Grammatikerklärungen. Viele Menschen hören die Folgen beim Einschlafen. Andere hören sie im Zug, beim Kochen, beim Putzen oder einfach nach der Arbeit auf dem Sofa. Und ehrlich gesagt, genau dafür sind sie gemacht. Nicht für perfekten Unterricht, sondern dafür, dass Deutsch langsam ein normaler Teil deines Alltags wird. Und, ganz wichtig, die Folgen gibt es nicht nur hier auf YouTube. Ich habe daraus ganz bewusst auch einen echten Podcast gemacht. Denn viele Menschen nutzen Podcast abends viel lieber zum Einschlafen. Du kannst dein Handy ausschalten, das Display dunkel machen, dich einfach hinlegen und zuhören. Das funktioniert oft viel besser als auf YouTube. Deshalb findest du Einschlafen mit Deutsch auch auf Spotify und auf vielen weiteren Podcast-Plattformen. Außerdem habe ich hier auf YouTube auch eine eigene Playlist erstellt, in der alle Einschlaffolgen gesammelt sind. So kannst du einfach mehrere Folgen hintereinander hören. Wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich deshalb auch sehr freuen, wenn du mir auf Spotify oder einer anderen Podcast-App folgst. Denn gerade bei Podcasts hilft das unglaublich, damit neue Menschen den Podcast finden können. Die Links findest du unten in der Beschreibung. Und egal ob YouTube, Spotify oder andere Podcast-App, das Wichtigste ist einfach, dass du regelmäßig Deutsch hörst. Denn Sprache lernt man nicht nur am Schreibtisch. Sprache passiert auch nebenbei. Wenn du regelmäßig hörst, gewöhnt sich dein Gehirn langsam an die Sprache, an die Geschwindigkeit, an die Satzmelodie, an typische Wörter und irgendwann passiert etwas Interessantes. Du hörst plötzlich einen Satz und denkst, Moment, den kenne ich oder dieses Wort habe ich schon oft gehört. Oder du merkst, dass du manche Sätze plötzlich schneller verstehst als früher. Das ist kein Wunder, das ist Wiederholung. Und Wiederholung ist unglaublich wichtig beim Sprachenlernen. Viele Menschen unterschätzen das. Sie suchen ständig nach neuen Methoden, nach dem perfekten Trick, nach einer geheimen Technik. Aber oft sind die einfachsten Dinge die wichtigsten. Regelmäßigkeit, Geduld, Wiederholung und entspannter Kontakt mit der Sprache. Natürlich möchte ich auch ehrlich sein. Nur Einschlafvideos reichen nicht aus, um fließend Deutsch zu sprechen. Das wäre unrealistisch. Du musst trotzdem aktiv sprechen. Du musst lesen, du musst Wörter benutzen, du musst Fehler machen und du musst echte Gespräche führen. Passive Inhalte reichen alleine nicht. Aber sie können helfen, eine gute Grundlage aufzubauen, besonders für Menschen, die Angst vor Sprache haben oder für Menschen, die im Alltag einfach nicht genug Energie haben für intensives Lernen. Und ich glaube, genau das verstehen viele falsch. Sie denken, entweder ich lerne perfekt oder gar nicht, aber Sprache
funktioniert oft viel langsamer. Kleine Schritte helfen. Kleine Gewohnheiten helfen. 10 Minuten hören hilft. Jeden Abend ein bisschen Deutsch hören hilft. Nicht perfekt, aber regelmäßig. Und noch etwas ist wichtig. Du musst beim Hören nicht alles verstehen. Wirklich nicht. Viele machen den Fehler, ständig anzuhalten, zurückzugehen, zu übersetzen und dann wird aus entspannten Hören wieder Arbeit. Aber genau das soll es einfach eben nicht sein. Manchmal soll Deutsch einfach da sein, wie Musik im Hintergrund, wie eine ruhige Stimme, wie ein kleiner Kontakt mit der Sprache. Und übrigens, viele Menschen hören dieselbe Folge mehrmals. Das ist sogar gut, denn beim 2. oder 3. Mal verstehst du oft plötzlich viel mehr. Nicht, weil die Folge einfacher geworden ist, sondern weil dein Gehirn sich langsam daran gewöhnt hat. Und genau deshalb funktionieren Wiederholungen so gut. Viele Menschen denken, ich kann das schon, das bringt nichts mehr. Aber oft beginnt Lernen erst durch Wiederholung. Und genau deshalb solltest du dich nicht schlecht fühlen, wenn du langsamer lernst als andere. Jeder Mensch lernt anders. Jeder Mensch hat einen anderen Alltag. Manche Menschen haben 8 Stunden Zeit zum Lernen, andere arbeiten Vollzeit, haben Kinder, Stress, Probleme, wenig Schlaf und versuchen trotzdem noch Deutsch zu lernen. Und ehrlich gesagt, das verdient Respekt. Deutsch lernen neben einem schweren Alltag ist nicht einfach. Und genau deshalb finde ich, dass Lernen manchmal auch freundlich sein darf. Nicht immer nur Druck, nicht immer nur, du musst schneller werden, nicht immer nur, du musst mehr lernen. Manchmal hilft auch Ruhe. Deshalb sind Einschlaf-Podcasts für viele Menschen interessant. Nicht, weil sie magisch sind, sondern weil sie angenehm sind, weil sie Druck rausnehmen, weil sie Sprache entspannter machen und weil regelmäßiges Hören tatsächlich helfen kann, mehr Gefühle für Deutsch zu entwickeln. Wenn du das ausprobieren möchtest, dann findest du unten meine Playlist und den Podcast Einschlafen mit Deutsch. Dort bekommst du regelmäßig eine neue Folge online. Du kannst einfach zuhören, ganz entspannt, ohne Druck, ohne Angst und vielleicht merkst du irgendwann, dass Deutsch sich langsam natürlicher anfühlt. Nicht über Nacht, nicht durch Magie, sondern Schritt für Schritt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schreib gerne in die Kommentare, hörst du manchmal Podcasts oder Videos zum Einschlafen und glaubst du, dass entspanntes Hören beim Deutschlernen helfen kann? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Und wenn du mehr ruhiges Deutsch für A2 bis B1 Plus möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal oder folge dem Podcast auf Spotify oder deiner Lieblings-Podcast-App. Damit unterstützt du meine Arbeit wirklich sehr. Danke, dass du heute mit mir Deutsch gelernt hast und vielleicht bis zur nächsten Folge von Einschlafen mit Deutsch. Komm, jetzt geh los, alles wird sonnenklar. Ein Schritt, ein neues Gefühl und du bist schon fast da. Heute wird dein Tag.